Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem neuen Top 1000 Global Ranking. Bin relativ spät dran diesen Monat, aber es hat sich auch nicht mehr so viel getan. Und ich denke auch, dass es das letzte Ranking sein wird vom FEC. Das nächste, denke ich, plane ich erst nach dem Ende des FECs. Also der FEC geht ja voraussichtlich am 23. Oktober zu Ende. Wie gesagt, da wird sich jetzt einfach nicht mehr viel tun. Jetzt haben wir eh schon länger gewartet als üblich, und deswegen würde ich das dann nächsten Monat quasi nochmal so machen. Das Update wird bis dahin 1000%ig auch nicht aufgespielt werden. Wir haben noch nicht mal ein Datum für den Testserver. Das heißt, da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass das Update diesmal auch wieder vor FEC-Ende kommt. Also, zumindest sieht es momentan danach aus, aber ich denke nicht, dass sich daran was ändern wird. Und heute gucken wir uns quasi nochmal, also ich meine, ich mache vielleicht nochmal ein kurzes Update, also ich schreibe mir die Daten auf, kurz vor Ende des FECs, so ein Mini-Ranking, das vielleicht schon. Aber das wirklich interessante Ranking wird dann das sein, das direkt nach dem FEC kommt, weil da zeigt sich dann, wer wirklich vom FEC den größten Gewinn hat, außer natürlich Server, die bereits bei 1000 Charakter auf Level 165 sind. Und außerdem könnte es sehr viel Klassenunterschiede geben. Das heißt, wenn diesen FEC zum Beispiel also jetzt ist es sowieso schwierig zu bewerten, einfach aus dem Grund, dass ja die Top 1000 nur bis 1000 geht und es gibt natürlich viel mehr als 1000 Leute auf Level 165 und man gar nicht hundertprozentig sicher sagen kann, welche jetzt eigentlich die beliebteste Klasse war. Man kann es zwar abschätzen, vor allem wenn man sich die Rankings aus den letzten Monaten anguckt, aber man kann es nicht eindeutig bestimmen und deswegen wird man es erst sehen, wenn eben der FEC vorbei ist und die Charakter auf die normalen Server übertragen sind. Genau, und ja, hier gibt es jetzt eigentlich nichts wirklich Interessantes mehr zu sehen. Wie gesagt, alle auf dem FEC sind Level 165, deswegen springen wir auch direkt ins Ranking. Und wie immer, diesmal habe ich schon alles eingeblendet, gucken wir uns aber zuerst die rechte Seite an. Hier gibt es eigentlich nur eine wirkliche Sache, die man beleuchten kann, muss, soll. Und zwar steigen wir leider nicht mehr ganz, aber kurz vor dem FEC-Ende, kurz nach dem FEC-Ende, hätten Klarfan und wahrscheinlich auch der Taiwan-Server es geschafft, noch auf 1165er zu kommen. Die haben momentan echt extreme Sprünge. Der Taiwan-Server hat jetzt also seit dem letzten Ranking, letzte Ranking war am 16.8., haben die 111 Charakter auf 165er zu bekommen. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Und bei mir, bei Klarfan sind es 125 gewesen. Und das ist schon echt viel innerhalb von etwas über einem Monat. Ich meine, wie gesagt, das Ranking ist jetzt ziemlich spät diesen Monat, aber trotzdem ist das ziemlich gewaltig. Das heißt, vor allem Klarfan würde ich schätzen, dass sie es wirklich ein paar Wochen, maximal 2-3 Wochen nach FEC-Ende auch so geschafft hätten, die 1165er zu haben. Und gut, beim Taiwan-Server hat es wahrscheinlich noch ein kleines bisschen länger gedauert, aber auch maximal 2 Monate von heute aus gerechnet wahrscheinlich. Und das ist schon ziemlich crazy. Zeigt aber auch ein bisschen, dass es eigentlich langsam doch überfällig wird, dass wir dieses Update bekommen. LaWolf ist schon seit Monaten bei 1165ern und alle Server haben schon hunderte Charakter in 165er Leveln. Und da muss man halt nochmal wirklich betonen, dass Level 165 aktuell im Spiel keinerlei Relevanz hat. Es bringt gar nichts, 165 zu sein, im Vergleich zu Level 164 zum Beispiel. Du hast eigentlich keinen einzigen Vorteil, außer bei Kriton. Also, du hast natürlich ein kleines bisschen bessere Stats, schon klar, aber in den meisten Dungeons ist ja das, in Anführungszeichen, Scaling. Und ich meine, ein Level macht für fast alle Dungeons literally keinen Unterschied. Kriton, da macht es einen minimalen Unterschied. Er macht dir ein kleines bisschen weniger Schaden, du machst ihm ein kleines bisschen mehr Schaden. Gut, aber zwischen, wie gesagt, 164 und 65 besteht wirklich fast kein Unterschied. Und bei Nereide und Bunyip, die beiden Giants im Herneos Dungeon, ebenfalls, weil die vom Level so hoch sind, dass man sie nicht überleveln kann. Aber auch da ist es so, dass zwischen 164 und 65 so gut wie kein Unterschied besteht. Und selbst zwischen 161 und 65 ist es noch im Rahmen, sag ich mal. Und die wenigsten Leute farmen aktiv diese beiden Giants. Kriton, ja gut, das schon eher, aber den machen auch alle auf 161. Genau, deswegen ist es so relevant. Und hier muss man auch nochmal dazu sagen, naja, 165 gibt es auch erst seit unter einem Jahr, also so lange gibt es auch noch gar nicht. Und die meisten Leute haben jetzt ja die letzten 6 Monate quasi, oder naja, jetzt sind es erst noch 5, aber
bald dann auf dem FEC verbracht. Das heißt, logischerweise haben sie ihre Charakter auf den Main-Servern nicht alle auf 165 gebracht, weil sie eben zwischenzeitlich auf den FEC geswitcht sind und dann erst wieder zurück switchen müssen. Und spätestens dann haben wir eine Sinnflut von Level 165 Charaktern. Also ich vermute persönlich, also Klavan und der Taiwan-Server sind 1000% sicher, dass die im nächsten großen Ranking definitiv auf 1000 springen werden. Aber ich vermute auch unser Block aus 500ern, also die Server, die immer schon nah beieinander waren, Mia, Mashpoi, Totemia, Borodeng, dass auch wir, also vielleicht nicht ganz auf 1000, das wäre jetzt ein bisschen zu krass, das wäre einfach mal verdoppelt die Anzahl, das wäre schon heftig. Aber ich denke schon, dass wir auf jeden Fall auch Minimum ein paar hundert bekommen. Also ich schätze mal, irgendwo im 800-900er Bereich werden sich die Server circa wiederfinden. Also zwischen 800 und 950 würde ich jetzt bei den Vieren expecten. Und ja, dann zeigt sich dann auch nochmal, wer der größere Gewinner ist und wer der kleinere vielleicht, was eben Charakter vom FEC angeht. Und ja, so viel dazu. Moment mal, ich sehe gerade, hier steht 275. Warum zum Teufel steht hier 275? Okay, ihr solltet eigentlich 162 sehen, also da seht ihr auch mal, wie ich das eigentlich mache. Ich klicke einfach auf die letzte Seite, das ist das Eintrittslevel, die Top 1000, Charakter Nummer 1000 und dann schreibe ich hier immer die Zahlen ab. Es gibt 80 Elementoren, 275 Ringmaster, 140 Blades. Ist wirklich sehr simpel. Das dauert einfach nur ein kleines bisschen, das zu übertragen. 162 soll hier stehen. Ja, da habe ich auszusehen die Zahl der Ringmaster, die hier drüben steht, reingeschrieben. Oder, ja, nee, ich war wahrscheinlich einfach in der falschen Spalte und habe einfach die falsche Zahl abgeschrieben. Ich habe wahrscheinlich die 275 eintragen wollen, war noch in dem Feld, so ist es wahrscheinlich passiert. Genau. Ja, bei den OG-Servern muss ich sagen, ist mein persönliches Interesse momentan nicht so groß. Es gab aber tatsächlich relativ große Bewegungen, auch letzten Monat tatsächlich schon. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass wir einen extremen Abschwung an Ringmastern hatten und das tatsächlich auch fast komplett nur von LaWolf kommt. Und letzten Monat war es genau das Gegenteil, da hatten wir einen extremen Zuwachs an Ringmastern. Und ich vermute, das Problem dabei ist einfach, dass LaWolf der einzige Server auf 1000 ist. Also das ist jetzt nur mal eine Vermutung, wie gesagt, ich weiß es nicht sicher. Und dadurch das Ranking doch sehr instabil einfach ist, weil, wie sich das definiert, also es wurde mal im Discord gesagt, da gibt es verschiedene Kategorien, die das Ranking beeinflussen, wenn denn dann jeder mal das gleiche Level hat. Also wenn wir den Fall haben, dass 1000 Leute auf dem gleichen Level von einem Server im Ranking stehen, dann sind die ja theoretisch alle gleich. Aber praktisch eben nicht. Da wird dann zum Beispiel geschaut, wer hat es zuerst erreicht. Master Hero Level soll eine Rolle spielen. Generelle Aktivität glaube ich auch. Natürlich, wenn du gerade auf Hero Quest bist und sowieso ein niedrigeres Level hast, fliegst du auch raus. Also jemand, der gerade aktiv Master Level 60 ist, bis er die Quest wieder abbricht, steht er auch nicht im Ranking. Lauter solche Sachen. Das heißt, das Ranking ist je nachdem, wann du es abrufst, und das kannst du ja unmöglich wissen, weil du weißt ja nicht, was 1000 Leute gerade machen. Woher auch. Ist es halt leider, und das zeigt sich jetzt hier, finde ich schon stark, weil das die einzige Erklärung dafür ist, warum sich hier relativ viel ändert und auch immer so doch schwunghaft, also es ist plus 46 und direkt danach wieder minus 28. Auf einem Server, wo eigentlich in Anführungszeichen alles in Stein gemeißelt sein sollte, mehr oder weniger, lässt für mich persönlich nur diesen Rückschluss zu, dass hier eben vor allem im unteren Bereich des Rankings wahrscheinlich wirklich in Anführungszeichen alle relativ gleich sind. Das heißt, sobald mal einer eine Woche lang nicht online ist oder einer levelt Hero und Master ein bisschen weiter oder macht irgendwas anderes, ne, sofort verändert sich, verschiebt sich einiges und ja, ist meine persönliche Theorie. Wie gesagt, ich kann es nicht beweisen. Spielt es aber, glaube ich, auch momentan keine so große Rolle, weil, wie gesagt, nächsten Monat ist sowieso alles anders, wenn dann der FEC vorbei ist. Deswegen würde ich auch sagen, fokussieren wir uns auf das letzte richtige FEC-Ranking. Wie gesagt, ich werde nochmal einen Endabgleich dann machen, wahrscheinlich einen Tag vor Schluss oder so. Aber wir haben auch hier richtig krasse Veränderungen und ich vermute mal, es wird ähnliche Gründe dafür geben. Schauen wir zuerst mal von links nach rechts durch. Also Ringmaster hat 11 Ringmaster verloren. Okay, ich habe gerade schon wieder vergessen, die Zahlen auszutauschen. Also Ringmaster hat 11 verloren, ist jetzt auf Platz 3. Trotzdem gestiegen. Warum gestiegen? Wenn man Leute verliert, weil jemand anders mehr verloren hat. Psykeeper hat sich tatsächlich, obwohl sie plus 31 haben, nicht verändert, was auch
extrem ungewöhnlich ist. So ein krasser Anstieg, plus 31 von 1000. Und das ist nur das, was du dazu gewonnen hast, zu dem, was du davor schon hattest. Trotzdem keine Veränderung. Dann haben wir Jester weiterhin auf Platz 8, hat tatsächlich auch 13 verloren. Dann haben wir Bill Poster auf Platz 7, hat 26 verloren, ist auch ziemlich krass. Elementor Platz 4, vorher Platz 6, hat plus 38 gewonnen, den krassesten Zuwachs. Dann haben wir Platz 1 Blade, hat 3 verloren, macht also quasi keinen Unterschied. Ranger ist extrem abgestürzt, minus 28 und damit von Platz 3 auf Platz 6 abgerutscht. Und dann haben wir noch Knight auf Platz solide 2 mit einem Zuwachs von 12. Auf dem FEC ist es ein bisschen eine andere Situation, weil ich jetzt einfach behaupten würde, auf dem FEC sind die Leute doch noch ein bisschen motivierter und zielstrebiger, vor allem was zum Beispiel Master und Hero angeht, was das Ranking tatsächlich am krassesten beeinflusst. Ich kann ja nochmal das Ranking aufmachen. Was fällt euch auf im Ranking? Wer ist auf Platz 1 bis... Oh, okay, das ist jetzt Temia, my bad. Wer ist auf Platz 1 bis, was war es, 33 oder so? 35. Das sind alles Hero Level 160 Spieler. Das heißt, das scheint für das Ranking die oberste Hackordnung zu sein, wenn denn ansonsten alles mehr oder weniger gleich ist. Oder nicht mehr oder weniger in dem Fall, sondern wirklich gleich. Und danach geht es eben mit den Blauen weiter. Und ich vermute mal, man wird keinen einzigen blauen oder lilanen Hero nach dem letzten hier sehen. Also man sieht hier schon alle in a row, alle mit dem Hero-Zeichen. Und danach kommen die normalen Heroes. Und das heißt, der FEC fällt ja schon allein dadurch auf, dass wir hier wie viele haben? 35. Und dann können wir mal auf La Wolf gucken zum Vergleich. Der größte Server der ganzen Welt hat gerade mal 15. Und das heißt, beim FEC kann man jetzt schon sagen, dass das hier Veränderungen sind, die noch ein bisschen organischer sind. Also auf den OG-Servern definitiv. Weil die Leute halt aktiver noch grinden. Ich meine, allein wie viele Leute jeden Tag Hero und Master leveln, weil sie noch die 2 Stat-Page wollen, weil sie das CS-Bed wollen, weil sie das Hero-Symbol noch wollen, pipapo. Aus den verschiedensten Gründen. Oder ganz ehrlich, weil sie einfach nichts anderes mehr zu tun haben, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist die Veränderung hier noch ein bisschen organischer. Aber das Problem ist halt trotzdem, dass wir auf dem FEC unmöglich sagen können, wie viele Leute sind jetzt tatsächlich Level 165. Vermutlich sind es mittlerweile schon über 2000, würde ich persönlich schätzen. Könnten sogar mittlerweile schon an die 3000 sein. Aber wir wissen es einfach nicht. Wir können es nicht sicher sagen. Deswegen auch hier nochmal meine Bitte, falls das irgendjemand sieht, der darauf Einfluss hat, können wir das Ranking nicht erweitern auf eine Top 2000 oder sogar 3000. Also meiner Meinung nach soll es eine Top 3000 sein, weil die würde die 3000 aktivsten, Schrägstrich höchsten. Mit diesem Punkt haben auch viele Leute ein Problem, weil für viele nicht ganz klar ist, was Aktivität mit dem Level zu tun hat. Aber ich sag mal ganz ehrlich, so in Flive, was machst du in diesem Spiel? Erstmal levelst du ewig und dann farmst du den ganzen Tag. Das ist so der grundsätzliche Lebenslauf eines Flive-Spielers. Ich sage nicht, dass es keine Leute gibt, die das anders machen oder dass es keine Ausnahmen gibt einfach. Das behaupte ich gar nicht. Aber es ist einfach erstens mal das einzige statistische Mittel, was uns Spielern zugänglich ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist einfach, dass halt 3000 Spieler pro Server. Schaut euch mal an, wie viele Server hier drin stehen. Das sind aktuell 10 OG-Server sozusagen. Also so werden sie auch von Flive Universe betitelt. Die Original-Server, OG für kurz. Das sind aktuell 10.000 Spieler über 10 Server. Ist schon nicht ganz akkurat, weil wir eben bereits einen Server mit 1165ern haben. Also ein Server, der extrem wettkampflich ist, also wo extrem viel gespielt wird, wo extrem viel Wettbewerb herrscht. Und dann haben wir zusätzlich noch den FEC, wo natürlich größtenteils Leute von den OG-Servern spielen, keine Frage, aber es geht ja auch einfach um die Charakter, ne? Und mit deiner Top 1000 wirst du das niemals langfristig gut abdecken können. Es funktioniert immer nur nach einem Update mit einem neuen Level, das höchstwahrscheinlich sehr schwer zu erreichen ist, so ist es selber in Flive. Und dann ist es für eine kurze Zeit sehr spannend, sehr akkurat, wer levelt am schnellsten, welche Klassen, pipapo. Aber sobald dann wieder dieses Cap erreicht ist von den 1000, kannst du quasi nichts mehr mit diesen Infos anfangen. Wenn jetzt mal wirklich alle Server auf 1000 wären, theoretisch, also wenn das Update verschoben werden würde auf Mitte Mai nächstes Jahr und dann wirklich alle Server hier, bis auf die wirklich schlechter aktiven im Ranking, steigen würden, dann könnten wir hier eigentlich fast keine Informationen mehr ablesen, eben wegen dem, was ich vorher schon gesagt habe, dass es einfach unmöglich zu sagen ist, was jetzt wirklich der Grund für diese Veränderungen ist. Es ist einfach nur,
weil gerade so viele Leute nochmal auf Master Quest sind, im loweren Levelbereich? Oder ist es, weil so viele Leute keine Ahnung was machen? Also man kann es einfach nicht sagen. Und deswegen ist das Level halt schon ein interessanter Indikator. Es wird niemals 100%ig akkurat sein. Es wird niemals eine 100%ige Aussagekraft über irgendwas haben. Naja gut, außer dass von allen Leuten, die ein gewisses Level haben, die beliebteste Klasse die und die ist. Aber ja, es ist schwierig. Deswegen, wie gesagt, Top 3000 wäre echt mein persönlicher Favorit. Darauf würde ich appellieren. Genau. Deswegen aber, wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, Elementoren, Psykeeper, warum sind die jetzt so krass gestiegen? Ist ja schon sehr auffällig. Plus 38, plus 31. Alle anderen haben eigentlich verloren, bis auf Knight. Beim Knight kann man vielleicht sagen, naja, es ist immer noch eine extrem beliebte und vor allem auch günstige Klasse, wenn man ihn nicht mit Best in Slot spielt. Finde ich immer ist wichtig, die Betonung bei Knight, nicht Best in Slot ist günstig. Best in Slot ist überhaupt nicht günstig. Darf man nicht durcheinander bringen. Eine günstige Klasse zum Beispiel ist Jester, weil Jester deutlich günstiger ist als Knight. Aber darauf will ich jetzt nicht rumreiten. Ich will einfach nur sagen, gibt gute Gründe dafür, dass Knight so beliebt ist. Er ist eben gut und günstig trotzdem im Verhältnis zu Blade. Und ein Top-Damage-Dealer und einfach eine coole Klasse, muss man auch einfach mal sagen. Er ist ähnlich wie Ranger, ist einfach extrem cool. Die Leute wollen ihn einfach spielen. Berechtigterweise. Und die Magier sind es aber deswegen im Ranking trotzdem so gestiegen, nicht zwingend wegen ihrer Beliebtheit, sondern einfach, weil sie so extrem gut im Leveln sind. Und das ist ja das, was ich vorher schon nochmal gehighlightet habe. Die Leute, die wirklich noch aktiv am Grinden sind, sind die Leute, die Master und Hero leveln. Und wer wirklich am Leveln ist, wer ist da langfristig meistens der erfolgreichste oder am erfolgreichsten? Die Magier. Und die sind jetzt hier halt wirklich extrem aufgestiegen. Deswegen würde ich sagen, gibt es da eigentlich relativ wenig Zweifel. Falls es im nächsten Ranking komplett anders ist und Psyche-Elemente verlieren minus 50, dann liege ich damit wahrscheinlich falsch. Aber ich behaupte mal, das wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird die Zahl ungefähr gleich bleiben oder nochmal ein kleines bisschen steigen. Minimal sinken wäre auch möglich, aber ich vermute mal, dass Elementor und Psy ein relativ hohes Ranking dieses Jahr haben werden, ein extrem competitives Ranking. Und zum Beispiel Jester und Billposter, die im Leveln nicht wirklich gut sind, wahrscheinlich sogar die zwei schlechtesten Klassen actually, weil sie die schlechtesten Movement-Bewegungen haben. Jester hat auch sehr schlechten Schaden und ist extrem unbeliebt. Und Billposter ist jetzt auch nicht gerade die absolute Kanone im Leveln, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen denke ich, wird sich an diesem Ranking, wie wir es jetzt hier gerade sehen, auch nicht mehr allzu viel tun. Allerdings, auch hier wieder der Hinweis natürlich, 100% sicher ist schwierig zu sagen, weil wir haben halt die 1000 Leute schon erreicht. Das heißt, vor allem im unteren Bereich des Rankings ist es auch ein bisschen unberechenbar. Ja. Das waren so meine Ausführungen. Wie gesagt, leider vieles nur Vermutungen, vor allem FEC und LaWolf betreffend. Geht leider aber auch nicht anders, weil wir diese Daten nicht haben. Wie gesagt, eine Top 2 oder 3000. Ich meine, 2000 wäre auch schon eine riesige Verbesserung, weil ich bezweifle, ehrlich, ja, LaWolf, ob die schon 2000 haben. Knapp vielleicht. Könnte mir vorstellen, sie haben so vielleicht 2000 bis 2500 Leute auf 165. Aber ja, es wäre schon extrem hilfreich. Also ich meine, für Server wie Borodeng, Totemia und so weiter wird es lange Zeit reichen. Auch wenn dann die Levelerweiterung auf 190 kommt, wird es wahrscheinlich 1 oder 2 Jahre bis nach dem Update dauern, bis 2000 Charakter auf 190 sind. Vermute ich jetzt persönlich mal, ähnlich wie halt bei 165 jetzt auch schon. Nach einem knappen Jahr haben es gerade mal die Hälfte oder etwas über die Hälfte geschafft. Und das waren nur 5 Level, by the way. Aber ja, mal schauen. Würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Schaut gerne auch im Livestream vorbei, täglich live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns bis dahin. Macht's gut da rein und ciao, ciao.